Hallo, liebe Zuschauer! Als das erste Video im chinesischen Neujahr mache ich ein Sonderthema, und zwar über die auf das Tier des Jahres Niu bezogene Idiome. Bevor ich mit dem Thema beginne, muss zuerst die verwirrende Übersetzung des Tieres ins Deutsche erklärt werden. Im Chinesischen ist Niu der Oberbegriff von verschiedenen rinderartigen Tieren. Im Deutschen entspricht Niu verschiedenen Wörtern: Rind, Ochse, Kuh, Büffel, Stier und Bulle. Deswegen gibt es im Deutschen verschiedene Alternativen zu der Übersetzung des Tierzeichens. Aber keine davon ist perfekt, um das Tierzeichen originalgetreu wiederzugeben. In China werden zwei Arten von Niu historisch gezüchtet und bis heute häufig als Nutztiere gebraucht. Die Weibchen und Männchen von Hausrindern im Norden und Büffeln im Süden. Daher meint das Zeichen Niu in Idiomen meistens eines von den beiden. Sie wissen, dass China im Altertum eine Agrarzivilisation war, die auf Kultivierung von Getreide und Tierzucht basierte. Die rinderartigen Tiere, die sowohl das Vieh pflückte als auch den Menschen Nahrung anbieten konnten, spielten daher eine sehr wichtige Rolle. Vor der Verbreitung der Agrarmaschinen und Motoren dienten sie den Chinesen als wichtigsten Arbeitskräfte für Landwirtschaftsarbeiten und Transport. Diese Wichtigkeit galt auch allgemein in der Geschichte im ganzen eurasischen Kontinent. In der heutigen Gesellschaft ist der Mehrheit der Menschen ein Tag ohne Kuhmilch unvorstellbar. Wegen ihrer großen Leistungsfähigkeit wurden sie in der chinesischen Kultur als eines von den 6 Haustieren und als ein Jahrestierzeichen verehrt. Die 6 Haustiere, Liu Chu genannt, sind 6 von der Menschheit gezüchtete Tiere, die nach der allgemeinen Meinung in der chinesischen Agrarzivilisation größte Beiträge geleistet haben. Rinder, Pferde, Schafe, Reine, Hunde und Schweine. Alle 6 Tiere gehören auch zu den 12 Tierzeichen. Sowohl in einer traditionellen Agrarkultur als auch heute ist die Landwirtschaft die Basis der Gesellschaft. Nach der Ansicht der Chinesen im Altertum hing das Gedeihen der Nutztiere mit der sozialen Stabilität fest zusammen. Davon stammt das Idiom Liu Chu Xing Wang, das Gedeihen der 6 Haustiere, das den gesellschaftlichen Ursprung bedeutet. Lassen Sie uns anhand einiger Eigenschaften von Niu die bezogene Idiome anordnen. Rinderartige Tiere sind sehr groß, stark und kräftig. Jemand, der sehr groß und stark ist, kann mit dem Tier verglichen werden. Es gibt das Idiom Niu Gao Ma Da, so groß und stark wie Rinder und Pferde. Wenn man sehr viel Kraft ausgibt, kann die Kraft als Jiu Niu Er Hu Zhi Li, die Kraft von 9 Rindern und 2 Tigern, dargestellt werden. Wenn jemand sehr viele Bücher besitzt, kann die große Büchersammlung mit dem Idiom Han Niu Chong Dong beschrieben werden. Wörtlich bedeutete es, dass ein Rind so viele Bücher in einer Wohnung transportiert, dass es erschöpft und völlig durchgeschwitzt wird. Zweitens haben Niu sehr viele winzige Haare. Daher kann etwas mit unzählbar vielen Gegenständen mit Niu-Mau, Hinterhaare, symbolisiert werden. Als ich klein war, fragte ich beispielsweise meinen Vater, wie viele Sterne es im Himmel gibt. Und er antwortete ohne nachdenken: so viel wie die Haare des Rindes, denn du kannst beide nicht zählen. Wenn man einen sehr kleinen Bruchteil vom Ganzen äußern möchte, kann das Idiom Jiu Niu Yi Mao
ein Haar von neuen Rinden gebraucht werden. Drittens arbeitet das Tier besonders fleißig und hart, aber mit dem billigsten Futter als Lohn, was dem Besitzer ein großes Glück, dem Tier aber Unglück anbringt. In Kontexten, in denen eine Person A erschöpft, selbstlos und mit weniger Vergütung für Person B arbeitet, kann man sagen, dass A wie Kinder und Pferde für B ist, beziehungsweise 当牛做马, wie Kinder und Pferde jemandem Dienst leisten. Das relativ häufig gebrauchte Wort 孺子牛, das Kind der kleinen Kinder, bezeichnet jemanden, der wie Kinder selbstlos seinen Dienst leistet und sich für das Glück der anderen opfert. Viertens, hat das Tier Niu starke Liebe für seine Babys. Haben Sie schon mal gesehen, wie eine Kuh ihr neugeborenes Baby leckt und ihr Bestes tut, das Kalb in den Mutterschuss zu nehmen? Aus der natürlichen Mutterliebe erzeugt das Weibchen reichlich Milch von hoher Qualität. Sowohl die Erfahrung als auch die moderne biologische Forschung vermitteln uns, dass nicht nur Menschen Mutterliebe haben können. Im Chinesischen benutzt man das Idiom 老牛试毒, die Kuh leckt das Kalb, um die Liebe von den Eltern für ihre Kinder darzustellen. Die alternative Form dazu heißt 舐犊情深, die große Liebe fürs Kalblecken. Fünftens, war das Tier das wichtigste Opfer bei Ritualen. Haben Sie schon mal die Opferrituale im ostasiatischen Kulturkreis gesehen oder davon gehört? Die Chinesen beten teilweise bis heute bei einem Ritual zum Himmel oder zu ihren Ahnen. Dazu wird als Opfergabe gutes Essen gereicht. Der Himmelstempel in Peking war beispielsweise der Ort, wo die staatliche Zeremonie in dieser Art stattfand. Vor 3000 Jahren, als kaum etwas wissenschaftlich erklärbar war, waren die Opferrituale viel häufiger und wichtiger. Kinder waren wegen ihres guten Fleischs das größte Opfer für die Rituale. Dies hat auch nachhaltig die Zeichen- und Wortbildung des Chinesischen beeinflusst. Das Zeichen für Trennen und Verstehen, Jie beispielsweise, besteht aus Huhn, Meißel und Rind und meinte ursprünglich die Handlung, mit einer Meißel das Rind zu zerlegen. Die beiden Zeichen im Wort Xi Sheng, sich opfern, haben auch Rind als Radikal. Eine bekannte mit dem Rindopfer verknüpfte Idiomgeschichte ist Pao Ding Jie Niu. Ein Koch namens Ding beherrschte eine hervorragende Kompetenz für Rinderschlachten. Er konnte ein Rind nicht nur geübt und spielend leicht in Stücke zerlegen. Das Rausch des Schlachtprozesses klang auch wie Musik. Der Grund dafür war, dass der Koch Ding durch jahrelange Erfahrung und Übung den Körperbau der Rinder sehr gut kannte und der Haut- und Knochenstruktur gemäß der Meißel benutzte. Das Idiom wird in den Kontexten gebraucht, weil jemand durch Erfahrung ein Prinzip entdeckt und gut beherrscht, sodass er mit geringeren Anstrengungen bessere Resultate erzielen kann. Ein bekanntes Beispiel für uns. Auf der Basis der wissenschaftlichen Theorie können sich neue Technologie rasant entwickeln. Da Kinder immer schweigend und fleißig arbeiten, vermitteln sie den Menschen einen Eindruck von Dummheit. Daher ist Niu auch ein Symbol der Unklugheit und Ungeschicktheit geworden. Ein typisches Beispiel dafür ist das Idiom 对牛弹琴, Musikinstrument für ein Kind spielen. Es meint ironisch, dass jemand einem
inkompetenten Gesprächspartner etwas Kompliziertes und Unverständliches erzählt. Meiner Meinung nach ist es eine verzerrte Wahrnehmung. Kinder sind wahrscheinlich nicht weniger intelligent als Mäuse, Füchse oder Schlangen. Sie kennen sicher jemanden, der schweigsam lernt und arbeitet und aufrichtig und schrittweise zu seinen Zielen kommt. Viele Menschen finden ihn nicht klug, aber seine Intelligenz und Leistung können auf einmal die Menschen verwunden. Der Grund der falschen Beurteilung liegt an dem Missverständnis, Schlauheit und Intelligenz nicht zu unterscheiden. Viele Leute nehmen oft eigennützliche Tricks als Klugheit wahr und übersehen oft die kinderartige Intelligenz. Ein Schriftsteller, der durch Plagiat und Hochpushen Reichtum erlangt, ist sicher schlau, aber auf keinen Fall intelligent. In vielen Bereichen der Gesellschaft wie wissenschaftlicher Forschung wird die kinderartige Intelligenz beispielsweise für mehr benötigt als die mausartige Klugheit. Niu ist die Tierart, die alles von sich an die Menschen ausgibt, aber kaum etwas verdient. Die Männchen geben ihre Kraft auf dem Pferd oder für den Transport aus. Die Weibchen spenden großzügig die Milch. Wenn das Tier stirbt, sind sein Fleisch, Haut und Knochen von Nutzen. Für ihre großen Leistungen bekommen sie aber den niedrigsten Lebensbedarf und leisten keinen Widerstand, auch vor grausamen Misshandlungen. Eine Kuh hat beispielsweise ein leidendes Leben wegen dem Milchkonsum der Menschen. Damit sie immer Milch spenden kann, wird sie andauernd künstlich schwanger gemacht. Aber ihre Kälber werden kurz nach der Geburt gewaltsam weggenommen. Für ein Tier mit großer Mutterliebe kann die Handlung todquälende physische und psychische Verletzung bedeuten. Auch die Lebensart mancher Menschen erinnert an das Leben der Kinder. Viele Arbeiter der sozialen Unterschicht beispielsweise arbeiten für den niedrigsten Lebensbedarf bis zur Erschöpfung und pausenlos. Sie bekommen keine Zeit und keine Rechtsbildungschancen, sich über den Sinn des Lebens und die Politik Gedanken machen zu können. Die Adligen im Altertum und die Landwirte im Süden der USA im 17. Jahrhundert hofften beispielsweise, dass die Bauern sowie die schwarzen Sklaven wie Kinder arbeiteten und lebten. So ein selbstloses und hartes Leben wünscht sich aber keiner für sich selbst. Im chinesischen Tierzeichensystem werden Kinder mit harten paarweise gezählt. Denn es entsprach der Volksphilosophie, dass die Eigenschaften der beiden Tiere sich ergänzen sollten. Konkret bedeutete es, dass man einerseits den Fleiß und die Dienstbereitschaft von Kindern lernen soll, andererseits aber auch teilweise wie Harten sich um eigene Bedürfnisse kümmern muss. Heutzutage benutzen viele Leute die chinesische Tierzeichen hauptsächlich als Werkzeug fürs Wahrsagen. Aber der Sinn der Tierkreiszeichen geht weit darüber hinaus. In der modernen Industriegesellschaft haben die meisten Stadtbürger kaum Chancen, die Bedeutung der Tiere für die menschliche Zivilisation kennenzulernen und sie schätzen zu wissen. Die mit den Tieren benannten Jahren warnen uns aber, die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung der Tiere nicht zu vergessen.